Der Großvater in der Truppe. Ich habe mal ausgerechnet, ich bin, glaube ich, 3-fach so alt wie die Kasia, so ungefähr. Der Kurt ist gestern zu uns gekommen und hat gesagt, Mensch, das war aber ein fruchtbares Jahr. Hm? Versteht, was ich meine? Als vor vielen Jahren, ich habe meine Eltern beobachtet, wie sie in die Adventgemeinde gekommen sind, habe ich es nicht verstanden, wie und warum. Es fiel mir schwer, nach einigen Jahren dann zu beobachten, wie Satan in unsere Familie gewirkt hat. Unsere Familie ist völlig zerbrochen. Aber ich habe daraus gelernt. Und das ist das Gute daran. Man kann aus anderen Leute's Fehlern lernen. Überall, wo man ist und da, wo man von Gott hingestellt worden ist. Und was ich gelernt habe, ist eine Sache, ich habe vieles gelernt, aber eine Sache ist sehr spezifisch. Ich habe gesehen, wie mein Vater extrem in eine Richtung ging und wie meine Mutter extrem in eine andere Richtung ging. Mein Vater hat den Geist der Weissagung abgelehnt. Für diejenigen, die das nicht wissen, Geist der Weissagung wird in der Bibel, werden die Propheten bezeichnet, die am Volk Israel aufgetreten sind und das Volk gewarnt haben und unterwiesen haben, zurechtgewiesen haben, ihnen Ratschläge gegeben haben. Und meine Mutter war das andere Extrem. Sie hat gesagt, du musst es so machen und es steht geschrieben und es muss es so machen. 2 Extreme. Was möchte ich damit sagen, wenn ich euch diese privaten Dinge erzähle? Ich habe die Adventgemeinde nicht gekannt und als ich sie kennengelernt habe auf ganz führungsvolle Weise, wie Gott mich in meinem Leben geführt hat, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann guckt man mehr Jahre zurück und dann ist es schwieriger, alles in 10 Minuten zu packen. Aber was ich damit sagen will, ist, eine wichtige Grundlage ist, auch für dieses Institut und für unser Leben, ist eine prophetische Vorhersage, nämlich der Geist der Weissagung. Ich kann mir, wenn ich tiefe Bibelstudien betreibe, sehr viel aus der Heiligen Schrift rausziehen. Aber es ist wesentlich einfacher, weil dieses kleine Licht das große Licht anscheint. Und ich kann aus den Schriften der Geist der Weissagung viel herausnehmen. Wer diese Grundlage nicht hat, wird es schwierig. Ich wollte es wissen, es hat gekribbelt bei mir. Und ich wollte wissen, was hat das auf sich? Hat mein Vater recht? Hat meine Mutter recht? Oder wie ist das? Und ich habe angefangen zu studieren und zu lesen. Die Bücher, die du heute erwähnt hast. Nicht alle von was erwähnt wurde, aber viele. Und leider musste ich feststellen, dass in der Gemeinde, wo ich war, nicht nach dem gehandelt worden ist. Warum hole ich so weit aus? Ich habe immer danach gesucht, nach einem Platz gesucht, wo ich das erlebe, was ich auch lese. Und ich glaube, das mit unter anderem hier gefunden zu haben. Ich habe vor 10 Jahren, als ich einige Jahre im Ausland gearbeitet habe, in Südostafrika, zum ersten Mal ich konnte ein Institut arbeiten, was unter OCI war, Outpost Centers International, wie ihr gerade von meiner Frau gehört habt. Und der damalige Vizepräsident dieser Organisation, Stephen Grabiner, hat mich den einen Tag, so ein kleiner Mann, hat mich in den Arm genommen und sagt, willkommen in unserer Familie. Und das ist das Entscheidende. Hier in solchen Institutionen kann man Familie finden. Kann man das finden, was man vielleicht zurückgelassen hat. Oder vielleicht auch einen Anstoß zu kriegen, wie man selbst Familie aufbaut. Vielleicht in einer anderen Institution. Zu Hause zu finden, das ist gut. Das ist wichtig. Das brauchen wir alle. Da hungert unser Herz nach.
Und darum sehen wir uns auch, vielleicht auch ohne es zu wissen, nach dem Himmel. Meine Frau hat das so schön eingepackt, sage ich mal so, mein Zeugnis habt ihr ja schon gehört in dem Video, ne, was ich hier am meisten liebe. Und es ist wirklich so. Wir sind hier hingegangen, weil ich mir gedacht habe, lass uns mal auf die Pause-Taste drücken. Ich komme ursprünglich aus der Industrie und aus der Anästhesie. Vorher habe ich mit meinem Schwiegervater gearbeitet. Und für uns war das eine Auszeit. Eine Auszeit, mal aufzutanken. Mal den Kopf frei zu kriegen, freigewaschen zu bekommen. Und ich möchte diejenigen ermutigen heute, die unter uns sind oder auch wenn ihr jemand wisst, auch die Paare, kommt, schaut euch das an. Ich habe viele Jahre gesucht. Damals konnte ich noch kein Englisch und es war keine Schule vorhanden in dem Sinne. Es war nichts vorhanden. Ich habe 2008 zum ersten Mal Klaus und Sabrina auf dem OCI Retreat in Prag kennengelernt. Es war nichts vorhanden. Bogenhofen hat so ein bisschen angeboten. Und jetzt so ganz langsam kommt es. Und ich bin Gott so dankbar. Ich hätte nicht der Erste sein wollen, der so ein Institut gegründet hat. Eine Menge Arbeit. Ja, und viele Tränen sind geflossen und viel Schweiß. Aber es hat sich gelohnt. Meine Frau hat schon das Zeugnis gegeben. Wenn man Menschen hier sieht, die zu Gott finden, nicht nur unter den Gästen, auch unter den Studenten. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und wenn wir dann als Studenten angewiesen werden, solche Bücher wie Education, also Erziehung und Ministry of Healing zu lesen, dann hat das seine Berechtigung. Das, was ich am Anfang gesagt habe, du findest das wesentlich besser im Geist der Weissagung. Diese beiden Arme sind so stark, sie können ohne weiteres Menschen, wenn du das lebst, weil es ist eine Lebenssache, es ist nicht irgendeine Institutionssache, es ist eine Lebenssache, dass wir das mit Veränderung, wie du heute gesagt hast, auf Christus schauen, mit unserer Veränderung in unserem Charakter anderen Menschen weitergeben, weil Christus in uns lebt. Das ist eigentlich die Basis so einer Institution und alle anderen Institutionen von OCI. Dass wir diese Institution verlassen mit einem veränderten Herzen. Und ich persönlich gehe jeden Morgen raus in die Natur. Wenn es möglich ist, eine Stunde. Manchmal klappt es auch nur eine halbe Stunde. Aber da komme ich runter. Da kann ich mit Gott reden. Und wer das noch nie gemacht hat, macht es. Geht raus in die Natur. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, Jesus kniete irgendwo vor seinem Bett hin, sondern er ist raus in die Natur gegangen, zu seinem Vater. Das hat mich besonders begeistert hier, dass dieses Environment, also diese Umgebung, wo man rausgehen kann und mit seinem Vater sprechen kann. Und das möchte ich mir auch mitnehmen für mich persönlich, das weiterhin zu machen. Für mich ist es ganz persönlich dieses Jahr gewesen, dass ich mit meiner Frau wirklich auf etwas vorbereiten konnte, mit dem nicht nur, was wir hier gelernt haben in Fächern, sondern wie wir schon von den anderen Studenten gehört haben, die charakterliche Veränderung. Da, wo man aufgezeigt kriegt, da hast du dich mehr an Jesus zu wenden. Und da kommst du hin, ganz automatisch. Ganz automatisch. Und dann zu sehen, was kann ich tun? Wie kann ich das verändern, um mehr zu Christus zu wachsen, dass er in mir das verwirkt, was ich nicht kann, was für mich unmöglich ist. Ich möchte einfach an diejenigen, die nicht nur dieses Institut gegründet haben, es geht nicht um eine Institution, es geht nicht um OCI, das ist gut, guckt auf diese Webpage, ganz tolle Sache. Aber es geht letztendlich um Menschen und in den Geist, der in diesen Menschen lebt. Und ich möchte einen Dank dafür aussprechen, dass die Menschen, die hier sind und waren schon, dass sie die Entscheidung getroffen haben, mit Christus jeden Morgen und jeden Abend am Laufe des Tages verbunden zu sein und dadurch etwas geschaffen haben, nämlich ein großes Ganzes, ein Geist zusammen geschaffen haben, was oft in unseren Gemeinden traurigerweise nicht zu finden ist. Vielleicht, weil sie nicht
in den Schriften der Geist der Weissagung hineinblicken. Ich möchte euch danken, jeden Einzelnen, dass ihr auch uns als Ehepaar so hier aufgenommen habt. Weil wenn man so direkt aus dem Arbeitsalltag hier hineinkommt und sich letztendlich auch einzugliedern hat, ist das manchmal nicht einfach. Und ihr habt das super klasse gemacht. Ein Dankeschön ganz besonders an das Team und an das Leitungsteam, dass ihr so freizügig auch seid, so liebevoll. Und ich wünsche mir sehr, dass noch viele, viele Paare kommen werden. Und wenn einmal etwas geschaffen worden ist, mehr an Räumlichkeiten hier, dann wird es bestimmt auch ein einfaches sein, Paare aufzunehmen, die dieses Team unterstützen, stärken und auch, ja, sogar als Studenten kommen, so wie wir es getan haben. Ich hoffe und bete darum, dass wir den Anreiz dazu geben, dass das in Zukunft mehr vonstatten geht. Eigentlich hat meine Frau mir meinen Text geklaut, aber wir sind ja ein Fleisch, von daher, ich wusste nicht, dass sie den verwendet. Das ist Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in der euch angefangen hat, das gute Werk, es auch vollenden wird. Und das trifft ja für jeden von uns zu. Wir stehen irgendwo im Leben. Und ich finde es klasse, dass wir wieder alle hier sind. Und ich sehe viele Gesichter, die diese Institution unterstützen. Und ganz besonders finde ich es toll, dass der Sebastian hat es heute Morgen schon angesprochen, dass wir auch, es hat sich so entwickelt, dass dieses Jahr die Studenten nach Sambia kommen werden, nicht um uns zu besuchen, sondern um dort ihren Einsatz zu haben in Sambia. Ich glaube, wenn ich nach vorne gucke, wird das eine ganz tolle und interessante Zeit werden. Natürlich auch eine herausfordernde Zeit. Gerade sind wir da dran, die Unterrichte vorzubereiten, uns überhaupt darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, dass das stärkend wird und was ganz Besonderes wird. Zum Schluss noch einmal. Wir in unserer Ehe haben festgestellt, es ist wichtig, dass in unserer jungen Ehe, weil wir sind noch nicht so lange verheiratet, dass es wichtig ist, als Ehepaar zusammenzuwachsen und zusammenzuhalten. Und vielleicht als Wink mit dem Zaunfall für die Zukunft, für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, macht das. Macht es nicht. Für uns war das so bereichernd hier. Macht es nicht so, jeder geht zu seiner Arbeit nach und seinen Alltag und denken, dass es normal ist. Es ist nicht normal. Gott hat sich was anderes gedacht für ein Ehepaar. Dass sie zusammen sind, dass sie zusammengeschweißt werden. Und das ist mein persönliches Zeugnis. Unser Ziel ist damit erfüllt worden. Gott war uns gnädig und hat uns etwas geschenkt, was genial und schön ist. Und ich hoffe, dass ihr uns auch in den Gebeten unterstützt, auch wenn wir auf dem Weg nach Sambia sind, Ende des Jahres, dass auch unser Kind die Freude haben wird, die wir hier erleben durften. Amen.